Hallo und herzlich willkommen im Atelier Laszlo. Mein Name ist Axel und wir werden heute zusammen ein total tolles kleines Bild malen. Und zwar ein Bild, was ich hänge mich mal ganz weit raus, wo ich sagen kann, dieses Bild ist für jedermann geeignet. Das heißt also auch für komplette Anfänger, die noch nie einen Pinsel in der Hand gehalten haben, die werden das mit meiner kleinen Anleitung schaffen. Ja? Und da dies unser allererstes Video ist, was wir heute drehen, zumindest in dieser Art, gehe ich mal davon aus, ist es am besten, wenn wir uns ein schönes, einfaches Harzmotiv aussuchen. Und warum? Weil unser Atelier im Harz ist. Also perfekt, oder? So, was brauchen wir dafür? Ich habe mitgebracht, und zwar einen etwas größeren Pinsel, 2 Zoll Pinsel und einen 1 Zoll Pinsel. Dann habe ich hier einen Fächerpinsel, ein Malmesser und ich habe hier noch so einen kleinen Linienzieher oder Scriptliner, wie er so schön heißt, ja, für so kleinere Details. Auch in meinem Atelier, in meinen Kursen, male ich nach der Methode von Bob Ross. Ich bin auch ausgebildeter, zertifizierter Bob Ross Mallehrer und habe mir damit im Prinzip einen Lebenstraum erfüllt. Und das möchte ich heute mit euch teilen. An Farben, ihr seht, brauchen wir gar nicht so viel. Ich werde euch die einzelnen Farben, wie sie genau heißen, nochmal unten in das Video jetzt gleich einblenden, damit ihr genau seht, was brauchen wir dafür. Aber ihr seht, es ist relativ übersichtlich. Meine Leinwand habe ich jetzt schon mal ein bisschen vorgrundiert. Wer Bob Ross kennt, der weiß, dass Bob Ross ganz am Anfang in seinen Bildern immer sagt, er hat die schon mal mit Flüssigweiß, also Liquid White, vorbehandelt. Das ist nichts anderes wie eine dünne, flüssige Ölfarbe, die wir vorher schön auf die Leinwand gleichmäßig und schön dünn auftragen, sodass die Leinwand schön nass ist. Ja? Mit den Farben, die wir malen, das sind eher trockenere Ölfarben. Ihr seht es, die rutschen hier nicht runter, ja, die bleiben fest. Und damit man die besser darauf verwenden kann und auch noch spezielle Effekte hat, was ihr dann nach und nach sehen werdet. Genau deswegen grundieren wir vorher unsere Leinwand mit Flüssigweiß. Und das darf vorher nicht trocknen, ganz doll wichtig. Ja? Okay, ich würde sagen, wenn ihr bereit seid, ich bin es, ich freue mich total und wir legen los. Und zwar legen wir gleich los mit unserem schönen, kleinen, niedlichen 2 Zoll Pinsel. Und ich werde jetzt erstmal einen Himmel einsetzen. Und zwar werde ich ein klein wenig von diesem Blauton, von diesem preußisch Blau, werde ich hier vorne in den Pinsel reintupfen. Nur so ein ganz kleines bisschen, dass der Pinsel so ein bisschen dreckig wird. Und dann fange ich von oben an mit kleinen kreuzenden Strichen, ja, mit kleinen sogenannten Criss-Cross-Strokes, wie Bob Ross immer sagt, hier meinen Himmel einzusetzen. Ja? Nur ein bisschen nachtupfen. So. Und ihr seht, ich mache das relativ schnell und locker aus der Hand. So kleine Pinselspuren oder hier so Kanten und Ecken. Die lasse ich einfach, ganz einfach erstmal so belassen. Ne, ich werde jetzt hier auch so einige kleine Luftlöcherchen lassen und kümmere mich aber jetzt erstmal nur um das reine Auftragen der Farbe. Das ist ganz toll wichtig. Wir interessieren uns jetzt erstmal gar nicht groß für Detail, sondern das ist reines Auftragen der Farbe. Und wichtig ist eigentlich nur, dass wir möglichst wenig Farbe nehmen dafür. Möglichst wenig. So, und ein bisschen Wasser wollen wir auch noch haben. Und deswegen ziehe ich mir hier unten ein kleines bisschen Wasser ein. Ich fange von unten an und arbeite mich zum Horizont hoch. Und ihr seht, automatisch wird es heller und heller und heller. Und wer schon mal sich Distanz in der Natur angeschaut hat, der wird merken, dass alles, was in die Distanz übergeht, was nach hinten weit weg geht, dass das ausgeglichener wirkt. Ja, dass das weniger Farbe hat. Und diesen Effekt können wir ganz einfach erreichen schon, ohne dass wir groß was machen müssen, indem wir von unten nach oben uns hocharbeiten. So, das soll erstmal genügen. Was mache ich jetzt? Und zwar
rubbel ich jetzt diesen Pinsel etwas sauber. Wir können denselben Pinsel nehmen, ich mache ihn nur etwas sauber, etwas trockener und gehe jetzt hier genau nochmal drüber, über meine Leinwand und zwar schön zart. Und ihr werdet sehen, dass jetzt dieser Himmel, der verblendet jetzt. Das bedeutet, die Farbe wird schön weich, sie geht ineinander. Harte Kanten, Pinselspuren und sowas, die verschwinden jetzt. Und dann wird der Himmel super schön weich. Und ihr seht, er hat helle, er hat dunklere Stellen. Und das sieht schon von Anfang an so aus, als ob der jetzt schon etwas Dynamik hat. Als ob irgendwas schon im Himmel passiert. Viele, viele kleine Details, die wir hier haben. Ohne dass wir groß was gemacht haben. Ne? Total toll. Total toll. Ich kann Bob Ross seine Begeisterung absolut verstehen, denn ich teile sie mittlerweile auch. Und ich war keine große Leuchte in Kunst. Ich weiß noch, als ich meine 4 in Kunst in der 10. Klasse abholen durfte und dann so sauer darüber war, dass ich Kunst abgewählt habe. Aber viele Jahre später bin ich dann wieder darauf hingekommen. Habe mich sozusagen getraut. Okay, ja, das soll erstmal reichen. Jetzt nehme ich denselben Pinsel nochmal, den 2 Zoll Pinsel. Und zwar gehe ich jetzt hier in das Titanweiß. Ich tupfe auch wieder, mir schön ein bisschen, also ich ziehe erstmal ein bisschen Farbe raus und dann tupfe ich hier den Pinsel, den tupfe ich hier richtig schön in das Titanweiß. Ja. Und mit dieser weißen Nase hier vorne tupfe ich mit mir jetzt vereinzelt kleine Wölkchen. Und dabei achte ich einfach nur drauf, dass die Wolke nicht zu sehr perfekt aussieht. Das heißt also nicht super rund, ja, oder gerade. Ja, Wolken sind in ständiger Bewegung. Und ich gebe ihr jetzt von Anfang an den Charakter, dass sie auch in ständiger, freier Bewegung ist. Ja, vielleicht ist hier noch eine. Setzen wir hier noch eine. Ja, vielleicht haben wir aber auch, vielleicht, schaut mal, vielleicht kommt die hier aus dem Bild in unser Bild hinein. Schön viel Farbe drauf, das ist wichtig. Das ist schön wichtig, damit wir sie auch sehen. Und so tupfe ich sie ganz einfach rein. So, mache ich den Pinsel etwas sauber, kann ihn auch drehen, dann habe ich hier oben die sauberere Stelle und kann jetzt mit ganz kleinen, zarten, kreisenden Bewegungen, auch ein bisschen auffluffen, kann ich die Wolke verblenden, sodass die Wolke nicht mehr so aussieht, als ob sie ein Fremdkörper im Bild ist. Ja? Sie gehört nämlich zum Bild. Wir verblenden am besten erstmal die Unterseite der Wolke in den Himmel. Und dann wissen wir gar nicht mehr so genau, wo hat jetzt unsere Wolke angefangen und wo endet sie. Und genau das wollen wir erreichen. Ja, nochmal schön fleißig drüber gegangen, ganz zart, mega zart. So zart wie ihr könnt. Und so schnell haben wir einen total tollen, ja, dynamischen Himmel, ohne dass wir groß was gemacht haben. Und wenn ihr jetzt mal auf die Uhr guckt, werdet ihr merken, es sind gerade mal ein paar Minuten vergangen. So, jetzt nehme ich mein Malmesser und ich werde jetzt hier mir einen großen Batzen Grün abstreichen und werde den einfach nur ein bisschen dunkler machen mit Schwarz. Achtet bitte darauf, dass ihr möglichst wenig Schwarz benutzt, weil Schwarz relativ stark ist. Die Farbe, die ich mir jetzt hier zusammenmische auf dem Messer, die sieht auch nahezu, wahrscheinlich in der Kamera, schwarz aus. Für mich sieht sie jetzt auch ziemlich schwarz aus. Wenn wir jetzt da aber mit Weiß so ein bisschen reingehen, wird man sehen, dass das tatsächlich ein dunkler grüner Ton ist. So, Messer ein bisschen sauber gemacht. Und damit es uns am Anfang etwas leichter fällt, nehmen wir jetzt erstmal den Fächerpinsel, ja, den kleinen hier. Und den lade ich nur mit ein ganz kleinem bisschen Farbe, beiden Seiten. Nur, dass er im Prinzip, ich nenne es jetzt mal, oder in meinen Kursen sage ich immer zu meinen Leuten, nur, dass er etwas dreckig aussieht. So, und wir wollen ein kleines Harzgebirge. Vielleicht haben wir hinten den Brocken. Und
Und jetzt ziehe ich einfach nur die Farbe, schaut mal, von oben nach unten. Mehr ist es nicht. Von oben nach unten und gehe dabei ein bisschen hoch und ein bisschen runter. Hier auch. Und forme mir damit kleine Hügel. Kleine, schöne Hügel. Natürlich mache ich das alles jetzt hier sehr, sehr schnell. Ja, weil im Prinzip, wer mal Bob Ross geguckt hat, der sieht auch, dass er in so einer halben Stunde ein total tolles Bild malt. Wir wollen uns jetzt auch nicht zu viel Zeit nehmen, sondern das soll euch erstmal nur einen Eindruck vermitteln. Wie funktioniert das Ganze? Alles sowas. Ja? Wie kann es funktionieren? Und dass man gar keine Angst haben braucht. Weil schief gehen kann hier eh nichts. So, jetzt ziehe ich hier ein bisschen nur die Farbe raus und verblende hier unten. Diese Hügel sind weit, weit weg. Weit, weit weg. Die ziehe ich hier nur raus. So, ich verblende hier unten und dann entsteht wie so eine Art kleine mystische kleine Landschaft hier unten. Ne? Irgendwas so, man könnte fast sagen, so ein bisschen was wie Nebel. Ja? Oder da, wo vielleicht sogar ein bisschen mehr Licht hinkommt. Wer weiß. Keiner weiß das. Wie Bob Ross immer so schön sagt, ihr seid die Herrscher, ihr habt die Macht über eure kleine Landschaft hier vorne. Ihr könnt sie so formen, so gestalten, wie ihr das euch vorstellt, wie ihr das gerne möchtet. Wenn ihr mal an irgendeinen Ort hinkommen wollt, wo ihr vielleicht noch nie wart, wo ihr gerne mal hinkommen würdet, ja, dann entwerft ihn. Entwerft ihn einfach. So, jetzt haben wir hier vorne nochmal so eine kleine Ebene. Wir haben jetzt einfach im Prinzip einen Hügel vor dem Hügel. So, ist ein bisschen niedriger. Wichtig ist, dass man hierbei so ein bisschen die Winkel beachtet. Nicht zu sehr nach unten gehen, sondern man kommt runter und geht ins Tal. Man kommt relativ schnell wieder ins Tal. Die Hügel sind nicht so hoch wie in den Alpen zum Beispiel. Ne? Die gehen also nicht zu steil runter. So. Und so einfach, seht ihr das? Haben wir uns jetzt hier so ein kleines Hintergrundgebirge erschaffen, ohne dass wir jetzt wirklich viel dafür machen mussten und vor allen Dingen mit solchen kleinen Pinselchen. So, als nächstes haben wir vielleicht sagen wir mal, einen kleinen Wald, der ein bisschen näher dran ist. Der darf also jetzt ein bisschen mehr Detail haben. Und zwar, jetzt habe ich den Pinsel ja vorher die ganze Zeit so runtergezogen, jetzt kippe ich ihn mal nach oben und ich sag mal, ich schneide mir jetzt einfach, ganz easy. Ich gehe nur von oben nach unten. Also wie kleine Strichchen bloß mal. Zeichne ich jetzt mir einen Wald ein, der so vielleicht auch auf Hügeln steht, der noch aber weit weg ist oder relativ weit weg. Vielleicht haben wir ja auf unseren Bergen hier hinten auch Wälder, aber die Berge sind noch so weit weg, dass wir Details vielleicht noch gar nicht sehen. Ja, wir sind einfach zu weit weg. Und deswegen brauchen wir auch keine großen Details. So, hier noch ein paar. Immer ein bisschen hoch und runter gehen automatisch. Und ihr werdet sehen, und es sieht aus, als ob wir nachher hier eine schöne kleine Hügellandschaft haben, auf denen viele, viele kleine Bäumchen stehen. So, jetzt sind wir ja hier unten schon in unserem Wasserbereich. Das ist gar kein Problem, das finden wir sogar gut, weil jetzt können wir einfach die Unterseite nehmen, greifen und zack, ziehen Sie kerzengerade nach unten. Und ihr seht schon, was passiert. Es sieht jetzt schon aus, als ob wir hier eine kleine Reflexion haben. So schnell und so einfach. Die meisten Menschen scheuen sich davor, sowas mal zu versuchen und wissen eigentlich gar nicht, wie einfach es sein kann. Oh, vielleicht nehme ich jetzt hier noch mal ein bisschen
den Pinsel, denselben Pinsel. Ich habe den bloß ein bisschen sauber nochmal gerubbelt und gehe jetzt hier nochmal ganz leicht nach oben. Und dann entstehen hier kleine Baumspitzen automatisch. Man muss das auch nicht machen, kann es auch so lassen, wenn es vorher schon ganz gut geglückt ist, warum nicht? Okay, damit das hier ein bisschen mehr alles zusammenwächst, so nenne ich es jetzt einfach mal, nehmen wir jetzt unser Malmesser, ein kleines bisschen Blau hier mit, damit das Weiß nicht ganz zu doll weiß ist. So, jetzt haben wir hier eine schöne Fläche und jetzt gehe ich mit dem Messer nur rüber und schneide mir hier eine kleine, winzig kleine Farbrolle auf mein Messer. Und die schneide ich jetzt hier rein, diese kleine Farbrolle. Wichtig dabei ist, dass man daran denkt, Wasser muss hier horizontal sein, ne? Also es muss schön waagerecht sein, weil ansonsten, wenn ich das schräg mache, läuft euch das Wasser aus dem Bild. Deswegen so horizontal wie möglich. Und ihr hört es vielleicht auch, vielleicht hört man es, dass ich hier richtig reinkratze mit meinem Malmesser. Dann nehme ich nochmal einen halbwegs sauberen Zweizöllpinsel und gehe nochmal über diese Stellen drüber, dann werden sie nochmal etwas weicher. Dann sieht es so aus, als ob hier kleine Sandbänke, kleine Wellen oder irgendwas hier hinten, viele kleine Details, die automatisch passieren. So, hervorragend. Okay, das sollte schon mal für den Hintergrund reichen. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach, wir nehmen dieselbe Farbe, die wir uns jetzt hier angemischt haben, nur ein bisschen mehr. Ich habe jetzt hier nochmal einen 2 Zoll Pinsel, der macht sich ein bisschen besser dafür. Wir kreieren jetzt hier vorne ein bisschen Land noch. Also den Vordergrund sozusagen. Wir gehen in dieselbe Farbe, unser Dunkelgrün, ziehen hier im Prinzip ein bisschen Farbe raus. Ja, so, zack, zack, zack. Tupfen dann noch mal ein bisschen, dass der Pinsel nicht verklebt. Nur schön tupfen. Und so wie wir jetzt hier tupfen auf unserer Palette, so tupfen wir jetzt auch hier vorne. Ja? Und ihr seht es. Es ist ein schöner, dunkler Grünton, aber es ist kein Schwarz, wie er wahrscheinlich auf der Palette aussieht. So tupfe ich mir jetzt hier eine schöne, kleine Grasfläche rein. Wichtig dabei ist, darauf zu achten, dass die möglichst dunkel ist. Weil wir kommen hier nachher mit helleren Stellen, die dann unser Gras richtig erblühen lassen. Und damit wir die helleren Stellen aber auch tatsächlich gut sehen, brauchen wir die Dunkelheit. Das heißt also, Dunkelheit und Helligkeit brauchen wir. Weil Dunkelheit und Helligkeit nur die bewirken, dass wir tatsächlich Kontrast kriegen. Hell auf hell und dunkel auf dunkel ist im Prinzip tot. Das ist nichts. Da haben wir nichts. Da erreichen wir auch nichts. Wir brauchen Kontrast. Und Kontrast entsteht nur durch Helligkeit und Dunkelheit. Das ist extrem wichtig. Wahrscheinlich werde ich das ein paar Mal nochmal sagen in unseren Videos. Wir werden nämlich jetzt im Laufe der nächsten Wochen und Monate, im Laufe des Jahres, immer wieder neue Videos drehen. Vielleicht auch mal ein paar schwierigere. Ja, für die dann vielleicht schon mal ein bisschen geübt haben. So dass ihr euch da schon mal drauf freuen könnt. So, wir bleiben bei derselben Farbe. Unser Dunkelgrün. Einfach nur das Dunkelgrün. Deswegen habe ich mir auch ein bisschen mehr ganz am Anfang zusammengemischt. Ich nehme meinen Fächerpinsel und jetzt möchte ich hier eine schöne große Tanne haben. Klack, da ist die Spitze und mit der Kante des Pinsels, nur mit einer Kante, vielleicht kann es die Kamera zeigen, tupfe ich hier nach oben. Und so entstehen kleine Arme an unseren Tannen, da wo die kleinen Tierchen dann drauf sitzen dürfen. Wichtig dabei ist, die Tanne soll schön dunkel sein. Schön dunkel. Natürlich nicht schwarz, aber ein schönes dunkles Grün, das ist super. Tannen sind nämlich überwiegend dunkel. Gerade im Harz, wenn man mal durch die Gegend geht, es gibt keine Tanne, die es nicht gibt. Die ist auf jeden Fall schön gesund, die wächst bis runter,
viele schöne kleine Arme, in unsere kleinen Waldtierchen sitzen können. So, okay. Einen noch. Bob Ross sagt immer, jeder kleine Baum oder allgemein jeder braucht einen kleinen Freund in seiner Welt. Und das ist tatsächlich so. Man mag es nicht glauben, es ist tatsächlich so. Jeder braucht irgendjemanden, der auf ihn aufpasst, der ihm mal Tipps gibt oder mit dem man einfach mal einen schönen Tag verbringen kann. Ja? Ihr habt gesehen, jetzt wo die beiden Tannen zusammenkommen, da kann ich im Prinzip einen Farbroller nehmen und das hier einfach nur austupfen. Viele Details interessieren mich jetzt hier noch nicht. Wir können dann die Tannen nachher durch Highlights, also durch hellere Stellen, wo zum Beispiel mehr Licht hinkommt oder wo etwas blüht, da können wir die Tannen dann voneinander trennen. Da kommen wir aber noch zu. Jetzt lassen wir die Tannen erstmal ganz gemütlich so stehen, ohne dass sie uns irgendwie stören. So, jetzt haben wir hier noch, haben wir eine kleine Tannenfamilie draus gemacht. Und weil es so schön war, ihr seht, ich bin noch nicht ganz vorbei, ja, haben wir vielleicht hier noch, eine schöne große. Seid auch ruhig mutig, seid mutig, es kann nichts passieren. Um Bob Ross nochmal zu zitieren, wir machen keine Fehler, sondern es sind nur glückliche kleine Unfälle, die hier passieren. Und ich habe es schon ganz oft auch in meinen Kursen gehabt. Da hat jemand zum Beispiel mal oder sie, ich weiß es gar nicht mehr, wollte einen kleinen Vogel hier im Hintergrund malen. Und der ist leider sehr groß geworden, also praktisch fast ein Dinosaurier. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben aus dem großen Dinosaurier einfach eine wunderschöne Wolke gemalt. Und wäre dieser kleine Fehler, ich nenne es jetzt mal Fehler, bewusst, wäre dieser nicht passiert, dann hätten wir diese schöne Wolke nicht in diesem Bild da gehabt. So, ich nehme jetzt hier nochmal einen 2 Zoll Pinsel. Ich nehme jetzt einfach den, mit dem wir hier vorhin die Wolken gemalt haben. Der ist noch ein bisschen mit Weiß voll, das ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Und zwar, ich brauche ein kleines bisschen Flüssigweiß. Das ist unsere Grundierung. So, dann mache ich mir auf meine Palette. Und warum? Weil wir wollen, dass jetzt die nächste Farbschicht, die hier drauf kommt, etwas dünner ist. Weil hier haben wir trockene Farbe. Und wenn wir jetzt eine weitere Schicht wieder draufsetzen, dann brauchen wir unbedingt eine etwas flüssigere Farbe. Ich mische mir jetzt einen schönen Grünton. Wir brauchen eine etwas flüssigere Farbe, damit die Farbe hält. Ihr werdet es vielleicht beim Malen merken, wenn ihr mehrere Farbschichten habt, kann es passieren, dass ihr die Farbe wie nicht vom Pinsel richtig abkriegt. Ja? So. Ich tupfe meinen Pinsel hier rein. Da ist jetzt ein bisschen Flüssigweiß, Gelb, Grün mit drin. Einfach eine schöne grüne Farbe. Und hier ist unser meistes Licht. Das heißt also, hier fange ich auch einfach an. Hier kommt das meiste Licht hin. Ich tupfe ganz zart, ganz zart. Wichtig ist, wir brauchen hier auch schön Farbe. Sucht euch einfach eine schöne Farbe aus. So einen gelb-grünen Ton oder. Und dann ganz zart hier tupfen. Und ihr werdet merken, beim Tupfen, jetzt kommt's. Jetzt habe ich einfach noch mal ein bisschen mehr Flüssigweiß dazu gepackt, dass die Farbe jetzt ganz leicht und ganz sachte vom Pinsel kommt. Und was ich gerade noch sagen wollte, wenn ihr dann hier weiter runter tupft, immer weiter, ihr werdet es auch sehen, die Farbe wird dunkler werden. Warum? Weil wir hier diese dunkle Farbe haben. Die vermischt sich jetzt. Das heißt also, unser Pinsel wird, ich nenne es jetzt mal wieder in Anführungsstrichen, unser Pinsel wird dreckig. Und das kann man hervorragend nutzen, und zwar für Schattenbereiche. Hier haben wir unsere Tanne, das heißt also hinter der Tanne, hier kommt gar nicht so viel Licht hin. Deswegen tupfe ich jetzt hier mit meinem, in Anführungsstrichen, dreckigen Pinsel in diese Schattenbereiche rein. Und wenn ich wieder eine frische Schicht haben möchte, nehme ich einfach wieder neue Farbe. Man kann nochmal den Pinsel sauber machen, nochmal zwischendurch, aber braucht man gar nicht unbedingt. Seht mal, jetzt habe ich hier eine neue Grasebene, eine neue Grasschicht. Nur durch neue Farbe.
Oder vielleicht, schaut mal. Wow. Ich finde es immer wieder faszinierend. So entsteht Tiefe auf eurer Wiese. Das heißt also, es ist nicht dann einfach nur platt, zweidimensional, sondern so entsteht Tiefe. Ihr seht, schaut mal, wartet, gleich soweit. Macht das bloß mal hier schnell dicht. Dafür eignet sich natürlich auch hervorragend der Zweizollpinsel. Man ist halt sehr, sehr schnell unterwegs. Aber schaut mal, was ich euch noch mal zeigen wollte. Wenn ich jetzt hier mit frischer Farbe anpinsel, seht ihr, wie der hervorsteht? Wie der Kleine jetzt hier hervorsteht? Und das Ganze richtig belebt. Unglaublich, oder? Man kann auch mit Farbe ein bisschen variieren. Ein bisschen mehr Gelb rein, ein bisschen mehr Grün. Wer sich traut, vielleicht auch ein bisschen Rot. Ja? Und dort, wo es vielleicht noch ein bisschen so aussieht, als ob unser Gras etwas, naja, ich nenne es jetzt mal hart aussieht, da geht er nochmal ganz sachte, schön sachte immer, geht er dann drüber. Und dann wächst die Wiese wie zusammen und ist dann nicht mehr, hat dann nicht mehr solche harten Kanten. Ja? Hervorragend. So einfach ist es. Jetzt nehme ich einfach mal meinen Einzelpinsel. Und zwar, ich nehme jetzt hier nochmal ein bisschen Grün raus, tupfe jetzt hier mal noch ein bisschen in Schwarz. Ich will eigentlich wieder bloß einen schönen, dunklen Grünton. Dann tupfe ich meinen Pinsel wieder. Ja. Und vielleicht möchte ich jetzt hier noch so einen kleinen, schönen Busch haben. Ja. Ein bisschen mehr Farbe. Er soll wieder schön dunkel werden, weil wir brauchen ja Kontrast. So, schaut mal. Noch ein bisschen schwarz. Oh ja, jetzt. Sehr gut. Sehr gut. So. Ich tupfe nur mit der vordersten Nase. Man kann auch den ganzen Pinsel nutzen. Das ist jetzt nicht so tragisch, wie man das eigentlich so für sich am besten handhaben kann. Oh ja, jetzt. So. Und vielleicht. Ja, wer ist mutig? Mal hier vielleicht noch einen. Ich mache ihn mal absichtlich etwas dunkler, damit wir ihn vielleicht auch auf der Kamera ein bisschen besser sehen. So, ja, unsere groben kleinen Büschlein. Ach ja, und damit wir es nicht vergessen, ich nehme jetzt auch nochmal den 2 Zoll Pinsel. Und zwar mache ich auch nochmal ein kleines Highlight, also so eine hellere Farbvarianz hier auf unsere Tannen drauf. Nur ein kleines bisschen. Und zwar nur da, wo auch logischerweise vielleicht Licht drauf kommen kann. Das heißt also auf den Tannen drauf. Also da, wo die kleinen Tierchen und so sitzen, machen wir hier nur so ein kleines bisschen, ein kleines bisschen so ein Highlight drauf. Eine hellere Farbe. So einen helleren Grünton. Irgendwas, was euch gefällt, was zur Tanne passt. Manchmal ist es auch ganz nett, wenn wir so eine Art Gelbton haben. Und nicht zu viel. Nicht zu viel des Guten. Gerade die Tanne, die steht vielleicht sehr im Schatten der anderen, der großen Tanne. Das heißt also, die kriegt gar nicht so viel Licht ab und braucht dementsprechend auch gar nicht so viele Highlights. Oh, jetzt habe ich hier oben noch einen. So. Nur so ein bisschen. Und hier unten lasse ich es sogar komplett dunkel. Da ist einfach sehr viel Schatten. Man könnte jetzt noch einfach ein bisschen Braun und Schwarz nehmen, also ein schönes dunkles Braun sich mischen. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen Weiß dazu, ziehen es hier so rein. So. Dann habe ich hier jetzt mehrere kleine Farben, so Braun- und Weißtöne. Ziehen wir hier wieder, wie bei unserer Wasserlinie, eine kleine Farbrolle raus. Und vielleicht setze ich damit so ein paar kleine schöne Baumstämme rein in unsere Tannen. Ja, natürlich nicht komplett die Tanne durchgehend, weil der Baumstamm wird ja auch verdeckt von den einzelnen Bereichen der Tanne. So, und selbst wenn euch jetzt hier vielleicht ein kleines Missgeschick passiert ist, dann könnte man einfach wieder ein bisschen
Also mir ist jetzt kein Missgeschick passiert, aber wenn ihr zum Beispiel sagt, mir ist zu viel Baumstamm, ich sehe es immer wieder in meinen Kursen, da sind dann manchmal die Baumstämme sehr groß geworden, dann nehme ich hier einfach wieder dunkle Farbe und überdecke einfach den Baumstamm wieder ein bisschen. Und schon ist das Ganze repariert. Cool, ne? Okay, ich nehme jetzt wieder einen Einzelpinsel und zwar mache ich den auch mit einer schönen hellen Farbe, mit einer schönen hellen, ja, grünlichen Farbe, ein bisschen Flüssigweiß dazu. Damit es nicht ganz so dolle extrem ist, nehme ich mal ein bisschen Schwarz mit da rein, damit wir nur einen schönen, nicht ganz so extrem hellen Ton haben. Für unsere Büsche nochmal ein bisschen Flüssigweiß, damit es schön geschmeidig wird und immer schön tupfen, dann bleibt der Pinsel schön fluffig. So, und jetzt kann ich hier so ein paar kleine nette Highlights setzen. Ich nehme mal noch ein bisschen mehr Gelb, damit man es vielleicht auch in der Kamera besser sieht. Oh ja, das sieht gut aus. Oh ja, ganz vorsichtig tupfe ich jetzt hier die oberen Bereiche. Mir ein kleines Highlight. Lasse jetzt hier diesen kleinen Schatten bestehen und tupfe jetzt hier nochmal so eine kleine Krone rein. Und ihr seht, durch diesen kleinen Schatten hier sieht das so aus, als ob der Busch tatsächlich auch gleich wie so eine Art Dreidimensionalität bekommt. Ja, vielleicht ist hier auch noch einer, ganz kleiner. Ja, cool, oder? Wurde aus einem Busch praktisch wurden mehrere. Hier auch. Ich tupfe erst oben die Kante. Ach, vielleicht packen wir mal ein bisschen Rot rein. Wir sind mal ein bisschen mutig. Ich packe einfach mal ein bisschen Rot rein, aber nicht zu viel. So. Und immer ein bisschen Flüssigweiß dazu. Zack. Oh, guck. Oh, jetzt kommt der. Der kommt raus. Der kommt. Ganz dolle wichtig. Ich sehe das auch wieder in meinen Kursen. Ganz oft sind die Leute zu schnell an dieser Stelle. Schön langsam ist hier die Devise. Schön langsam. Wir sind nicht Bob Ross. Wir müssen und brauchen es auch nicht sein. Sondern wir lassen uns Zeit. Und formen jeden einzeln. Und ihr seht, obwohl ich hier den noch gar nicht vorgeformt hatte, lasse ich ihn einfach entstehen, dadurch, dass ich hier Dunkelheit habe. So haben wir viele kleine süße Büsche. Ach ja, wir hatten ja fast hier den hier vergessen. Der wird mal noch ein bisschen roter, damit man vielleicht ein bisschen mehr von den hier unterscheiden kann. So. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Und natürlich hier vielleicht noch einer, der hier vorguckt. So. Damit er jetzt nicht so einsam und alleine hier so steht, müssen wir ihn so ein bisschen ins Gras mit integrieren. Ich nehme jetzt nur noch mal ein bisschen Grasfarbe und tupfe jetzt mit meiner Grasfarbe einfach hier unten so ein bisschen rein. Und ihr seht, es entsteht sogar wie so eine Art kleiner Schatten. Da habe ich jetzt nur ganz normales Grün noch mal genommen mit ein bisschen Gelb drin. Also Highlightfarbe. Ja? So. Und da Künstler meistens dafür bekannt sind, dass sie manchmal ein bisschen faul sind, kann man jetzt mit einem schönen, sauberen Messer hier in den Zwischenbereichen vielleicht einfach ein paar kleine Zweige reinritzen. Und die Leute werden wahrscheinlich denken, wie viele Monate hat er wohl an diesem Bild gesessen? Schaut mal auf die Uhr, da ist noch nicht so viel passiert. Das Weiße, was ihr seht, ist im Prinzip die Leinwand. Mehr ist es nicht. So, und ganz zum Schluss noch einen richtig schönen Blickfang. Wie wäre es mit? Ich nehme jetzt mal meinen Zweizölpinsel wollte ich schon sagen. Ich nehme meinen Fächerpinsel mit in Schwarz und Braun. Ich will ein schönes dunkles Braun haben. Schönes dunkles Braun. Noch mehr Schwarz. Schön rantasten, dass man nicht zu sehr zu dunkel gleich wird. Schönes, dunkles Braun. Und dann sage ich einfach mal vielleicht, oh je, oh je, oh je. What a mess. Ja. Ja. Wer mutig ist, kann sich denn hier einen schönen kleinen Baum reinziehen. So, vielleicht kriegt ihr hier noch eine Wurzel, damit er besser stehen kann. Jetzt nehme ich meinen Scriptliner oder Linienzieher
das ist hier der kleine Dünne. Den tauche ich ein bisschen in Verdünnung und nehme dieselbe Farbe, die ich mir gerade schon zusammengemischt habe, dieses dunkle Braun. Und durch die Verdünnung wird das jetzt hier richtig schön nass. Also wie Wasser wird das, ja? Die Farbe. Damit kann ich schreiben oder auch kleine Äste formen. Äste streben meistens immer Richtung Licht. Deswegen schön nach oben zeigen lassen. So. Wer Zeit sparen will, hier abgebrochen. So schöne lange Äste, die Richtung Licht zeigen. So, das ist jetzt hier die Fleißarbeit. Da kann man jetzt sagen, so viele oder wenige, wie man möchte. So viele oder wenige, vielleicht guckt ja hier sogar noch so ein kleiner raus, der mal erwachsen werden will. Wer weiß. Es ist eure Welt. Ihr könnt entscheiden, was setze ich hier rein. Totale, absolute Freiheit ist das. Und das ist großartig. Deswegen finde ich das Ganze hier auch großartig. Und meine Leute in den Kursen, die merken das auch selber. Manche werden praktisch, ich nenne es jetzt mal regelrecht süchtig danach. Ja, so bin ich es auch geworden. Einfach unglaublich, was man machen kann. Und mit ein bisschen Übung und Leidenschaft gelingt einfach alles. Wie im Leben. Es gelingt einfach alles. So. Dann wasche ich jetzt ein bisschen und nehme jetzt ein bisschen Weiß. Nehme jetzt denselben Pinsel. Habe ihn jetzt ein bisschen hier sauber gemacht im Verdünner. Und nehme jetzt ein bisschen Verdünner wieder. Packe das hier ins Weiß, sodass ich eine etwas hellere Farbe habe. Und damit kann ich dann auch Highlights auf unsere Baumrinde setzen. Ja, also da, wo vielleicht auch wieder ein bisschen Licht hingelangt. Ein bisschen Verdünner wieder nehmen, damit es schön, das ist wirklich wie Wasser ist die Farbe jetzt hier fast, ja, kann man sagen. So. Da kann man jetzt nochmal einzelne kleine Highlights setzen. Nicht zu viel, nur so, wo man denkt, dass da noch was sein kann. Hier auch auf den größeren Ästen vielleicht ein bisschen, wie man Lust hat, wie man Zeit hat. Ja. Hier, der kriegt hier vielleicht auch noch einen. So, geht bis hoch. Hier auch noch. So. Ja. Jetzt könnte man den Baum auch so schon lassen, so wie so eine Art als Totenbaum, aber wir geben ihm ein bisschen Leben. Und zwar nehmen wir einfach wieder einen schönen dunkelgrünen Ton. Schön dunkelgrün. Und wir tupfen jetzt hier oben eine schöne Baumkrone rein. Ihr seht, man kann einfach über die Wolken einfach drüber gehen. Sucht euch am besten auf jeden Fall für den Baum einen Platz aus, wo er nicht das überdeckt, was ihr super toll findet in eurem Bild. Somit kann man übrigens auch, wenn man mal was nicht so toll findet, einfach überdecken. Wenn jetzt eine Wolke nicht so gut gelungen ist, tja, dann überdecken wir die einfach mit einem Baum oder mit was anderem. Ihr seht, man hat hier alle Möglichkeiten der Welt, alle Möglichkeiten. So, das kriegt natürlich auch noch ein schönes kleines Highlight. Wir nehmen mal so einen Mix aus Grün und Rot und Gelb, ein bisschen flüssig weiß dazu. Und dann kriegt das Ganze hier auch noch eine schöne kleine Baumkrone. So. Und dann ist dasselbe Prinzip wie bei unseren Büschen. Das ist nichts anderes wie Büsche malen oder tupfen. Ein bisschen Weiß vielleicht noch mit rein. Wichtig ist, wenn die Farbe nicht abgeht, dann ist sie nicht flüssig genug. Sie muss richtig schön flüssig sein, die Farbe. Dann funktioniert das. So, hier oben noch ein bisschen, vielleicht noch hier. Man kann auch mehrere Farben nehmen, man kann auch andere Farben nehmen. Probiert euch einfach aus. Es ist eine wahre Freude, sage ich euch. Es ist eine wahre Freude.
Dafür danke ich Bob Ross von ganzem Herzen jeden Tag aufs Neue. So, vielleicht noch ein bisschen unseren Baum hier unten integrieren in unsere Wiese, indem ich einfach noch ein bisschen rantupfe. Ja, dann steht er nicht so frei. Super, so. Und so schnell haben wir uns ein wunderschönes kleines Harzbild innerhalb kürzester Zeit geformt. Jetzt können wir hier noch ein bisschen Verdünner nehmen, ein bisschen Farbe dazu, weil jetzt kommt das Wichtigste, die Unterschrift. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, uns einen kleinen Daumen nach oben geben. Ihr könnt auch den Kanal abonnieren, weil, wie schon gesagt, wir werden jetzt regelmäßig solche kleinen Videos produzieren. Mal schwierigere, mal ein bisschen einfachere, schnellere und so weiter und so fort. Und für mehr Details, da werden wir nochmal separat ein paar Videos produzieren, wo wir uns wirklich mehrere Stunden mit solchen Bildern beschäftigen, wo ich euch ganz exakt genau zeige, wo und wie der Pinsel angesetzt wird. Im Prinzip wie in einem meiner Kurse, der auch bis zu 5 und 6 Stunden gehen kann. Solche Videos werden wir auch nochmal produzieren. Und da gebe ich auf jeden Fall euch dann Bescheid. Wie gesagt, also ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, es hat euch gefallen. Und ich kann euch nur sagen, versucht das Ganze, guckt auf unsere Website auf atelierlaslo.de, wenn ihr vielleicht noch mal Informationen haben wollt. Und ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal. Und vielen Dank, Bob Ross.